Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich habe jetzt hier gerade mein neues Programm hier installiert, das Android auf dem PC. Und jetzt habe ich entdeckt, dass auf meinem PC, da auf dem Schirm so ein kleines Icon ist, das nennt sich Reit. Also das habe ich vorhin eingeklickt, versehentlich, und das wird dann also von dieser Oberfläche auf diese Oberfläche, also auf Windows, transportiert. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, um was es sich da handelt und wie diese Spiele da funktionieren. Ich kann den Bildschirm im Moment nicht sehen, aber dazu müsste ich den Ton anhalten. Da sieht ja schon mal doll aus, das Bild, ne? Das ist also Reit, da sind also mehrere Figuren zu sehen. Sieht richtig nach Action aus. RAID, ich weiß nicht genau wofür das die Abkürzung sein soll. Und wie das Spiel dann funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache jetzt eine Nachvertonung, weil ich gestern da vergessen habe, das Mikrofon anzuschalten. Deswegen muss ich das jetzt so im Nachhinein aus dem Stegreif hier versuchen zu rekapitulieren. Also man sieht, der lädt immer noch das Programm richtig, und der läuft jetzt quasi in der Simulation von Windows. Also Windows simuliert jetzt ein Android, und darin wird jetzt diese App bereit. Das ist also eine Android-App, die wird jetzt dahin geöffnet. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Urheberrechten ist hier. Ich möchte das ja nur einfach mal anschauen und sehen, was man damit machen kann, ob das was für mich ist in meinem Alter. Also man kann schon mal sagen, die Grafik ist schon mal toll. Die Grafik beeindruckt. Und ja, die Erzählungen eigentlich nicht so sehr, aber es wäre vielleicht auch Geschmackssache, hängt von der Jugend ab, vom Alter. Also da sind so mehrere Figuren, und man soll Entscheidungen treffen. Man trifft dann Entscheidungen, indem man irgendwas anklickt und zuweist den Figuren dann irgendwelche Fertigkeit zuweist, und dann schickt man die in die Schlacht, und dann siegen die oder verlieren die. Ja, dann werden die Figuren einem vorgestellt und so weiter und so weiter. Also das ist so ein kleiner Vorgeschmack. Man sieht da jetzt richtig Action mit tollem Ton und Lichtblitzen. Ich bin ja beeindruckt. Meine Grafikkarte schafft das ja noch. Ich habe ja nur eine 460 RX, aber die schafft das hier locker. Und sehe ich auch nicht, was jetzt, sagen wir mal, eine andere Grafikkarte, was die hier rausholen würde. Ob die jetzt irgendwelche Features zeigen würden, die die nicht zeigt. Jetzt kommt ein Dialog, da werden also die Leute vorgestellt, diese 4 Leute. Von diesen Champions kann ich mir dann einen auswählen. Die stehen jetzt dort, und die müssen erstmal diesen Torwächter erstmal besiegen. Und ja, die warten jetzt. Auf los geht's dann los. Also man sieht da so einen Pfeil, den muss man dann anklicken. Der sagt einem dann, was man tun soll. Ist schon mal weniger anstrengend, als wenn man jetzt da selber aus zig Handgriffen da versuchen muss, irgendwas ja, kurz und schmerzlos könnte man sagen. Das hat nicht lange gedauert. The Arbiter cannot bar me forever, Elf. You and I will have our day. Let's keep Wie und warum das jetzt genauso geschah, weiß ich nicht. Jetzt machen die weiter, dann kommen gleich die nächsten. 4 of them. Come on! Which of you filth dies first today? Athel, we really don't have time for this. Very well. Take them.
die ihm sozusagen eine Kostprobe von ihm können. Da ist wieder dieser Pfeil, der gelbe. Ich soll wieder was anklicken, das mache ich. Und dann klicke ich den an und dann zack. Eine Handbewegung und zack, alle fallen um. Beeindruckend, ne? Wie heißt der hier? Der Clown, ich kann das nicht lesen von hier. Ja, und weiter geht es. Spread out. The artifact should be here Halten wir somewhere. erstmal an. Und da kommt da kommt ein komischer Drache, so ein riesiger Drache. Auch schön gemacht von der Grafik her. Easy, everyone. Every Mit dragon in dem has a finden sie weak jetzt ihren Herrn und Meister. spot. If I can hit it just Oder wie war das? right. Ich glaube ja. Armbrot sozusagen. Da waren es nur 3. I think I like Ja, this dragon. mit daran sollte man sich nicht anlegen. Could have gone better. Any ideas? We attack together. On 3. For Teleria! For the Arbiter! Der wirft den Bissen auch erstmal in den Mund, in die Luft und dann klappt er wieder auf und so. Ja, das war's. Ja, so ein Drache, ne? Der ist schon eine mächtige Waffe. Jetzt haben wir also diese 4 Typen vorgestellt, also die wurden schon vorgestellt. Jetzt soll man sich ja für einen entscheiden. 2 Leute kann man da auswählen. Entweder den dicken Brocken oder die anderen 2. Man soll also 2 aussuchen. Und ich habe da den zweiten von links genommen. Aus Verlegenheit. Ich wusste jetzt nicht, nach welchen Kriterien und was er jetzt können soll und so. Aber und die Frau habe ich auch dabei, die ganze linke. Also ich habe die 2 Linken genommen als meine Champions. Man muss also seine eigenen 2 Champions auswählen, um dann in dem Spiel weiterzumachen. So habe ich das verstanden und dafür habe ich dann diese beiden da genutzt. Also mal kurz anhalten. Also Thema Virtualisierung. Das war ja gestern Thema. Und das Programm hier, also der Backstack, der mokiert also, dass ich die Virtualisierung nicht hat, dass er also keine Virtualisierung findet. Aber der 3600 hat eine Virtualisierung, aber die wird irgendwie durch Windows unterdrückt. Und deswegen kann der da nicht auf zugreifen. Beim Backstack arbeitet ja auf Windows und Windows blockiert das eben. Warum und wieso unklar. Das wollte ich nur mal sagen. Also eine Virtualisierung ist vorhanden auf meiner Maschine, auf meinem Prozessor, aber irgendwie ich komme nicht an. Ich kann die nicht aktivieren. Also die kann nur durch Windows aktiviert werden an meinem jetzigen Stand. Und wenn ich die aktiviert hätte, dann würde das Programm wahrscheinlich etwas schneller laufen. Ich vermute vielleicht, dass das damit zusammenhängt, dass die Apps aus dem Store da selber dieses Hyper-V benutzen und wenn das ein Hyper-V von außen das nutzt, dann kommt das durcheinander. Meine Vermutung, weiß ich nicht genau, aber also könnte sein. Okay. Ja, die stehen immer noch auf einer Bühne. Ich muss mich entscheiden zwischen denen. Ich kann keine Entscheidung treffen. Und ich bin unschlüssig. Also ich habe die da mit der Distanzwaffe genommen und dann den komischen Zauber, den K oder K oder so gewählt, die 2 Linken. Und der in der Mitte, der Irokese, ja, der scheint mir doch ein bisschen zu kräftig zu sein. Und ja, und der rechte, der scheint mir da ein bisschen zu, den habe ich gewählt, genau. Das war jetzt, glaube ich, die Wahl. Der hatte die und die Fähigkeiten. Der schleudert also so eine Blitze und dann fallen die anderen tot um.
Ja. Was wird jetzt? Habe ich den gewählt, glaube ich. Ja. Jetzt kommt die Spielsituation. Also, da wird dann auch wieder der Pfeil gezeigt, wo man draufklicken soll. Ich weiß nicht, ob das nachher in dem eigentlichen Spiel dann anders ist oder so. Oder ob das jetzt nur eine Demonstration hier ist. Weil das Ziel ist ja wohl, dass die Leute das Spiel kaufen sollen und nicht umsonst spielen. Und das ist eigentlich schön gemacht von der Grafik und so. Kann ich nur sagen, gut, toll. Und auch die Musik ist auch schön, die Blitze und so, Effekte. Ich weiß gar nicht, warum Leute jetzt da so Playstation und was nicht alles da darauf spielen, wenn das doch hier in einer Android-App doch selber sehr toll ist, schon gut machen kann. Und vielleicht kann man das jetzt demnächst auch mit dem Stadia da nutzen. Ja, der Dialog ist in Englisch, aber in Deutsch mit deutschen Untertiteln. Ja. Und hier ist die zweite, die ich ausgewählt habe. Ich muss jetzt 2 Stück auswählen, weil die eine Distanzwaffe hat. Mit dem Bogen. Und außerdem sieht die gut aus. Kleiderordnung gefällt mir auch. Deshalb wahrscheinlich. Wegen der Kleiderordnung. Also jetzt muss er mal wieder da oben drauf klicken. Und das habe ich dann gemacht. Schließlich und dann ging es weiter. In die Auswahl. Ja. Ja, was ist das für ein Ding da? Eine Art Totenkopf oder so. Da jetzt muss ich da wieder draufklicken. Dann geht es, glaube ich, zur ersten Schlacht, wo meine Champions sich hier mit den gegnerischen Champions da messen müssen. Und das dann auch bestehen und dann da irgendwelche Preise gewinnen, Schwert oder so. Ja, da scheint also verschiedene Levels dann zu geben und einige Levels sind dann, kann man nachher vielleicht nur in der gekauften Version freischalten. Also die Grafik ist mal toll, muss man sagen. Ich wusste gar nicht, dass jetzt hier auf dem Tablet oder dem PC, dass da sowas möglich ist. I fear that the king and his bannerlords have fallen to the shadow. Once noble and just, he has brought war upon his allies and ruin Ja, on so his... geht es jetzt endlos weiter. Viele Dialoge, manche sind mir auch ehrlich gesagt eher zu langatmig, auch das alles durchzulesen. Dann verstehe ich die Hälfte nicht. Da ist ja von Magie und von Sida und von was ich nicht die Rede. Ich nichts verstehen. Und da muss man jetzt wieder draufklicken, erste Kapitel. Da geht es um dieses Schloss. 11 generations of Da peace gehen and sie reign jetzt hin, between glaube the ich. kingdom of Karok and the realm of Und dann Arabia. kommt zwischendurch immer so ein Hinweisschild mit weiter. Da hat man dann auch drauf zu A klicken. peace now shattered by King Und so Taba's weiter brutal und so weiter. campaign of expansion into the neutral lands between Ja. the two kingdoms. Okay, 50% haben wir jetzt von dem Film mir gezeigt.
Once revered as a pillar of justice, Und King Teba had imposed crushing ich mach mal taxes to Schluss finance und dann his mach war ich den, with his den former Ton wieder ally, lauter. bringing desolation and Sag mal, ich habe ruin jetzt alles upon his erzählt, own was ich people. erzählen wollte. Und mehr braucht er nicht, ne? Dann könnt ihr das Spiel vielleicht schon noch genießen, die restlichen 15 Minuten. Had the king lost all reason? On the orders of the Arbiter, the company set out to persuade him to renounce his folly and wayward policies. Even if it meant storming the very gates of Kirok Castle. Karok will not fall easily. Like all places in Teleria, there are multiple stages of defenders. You must defeat all stages to move forward with your journey. This is where you select your team and review the enemy champions before each battle. Each champion has unique skills and an affinity that makes them weak or strong against another affinity. Magic beats spirit, spirit beats force, force beats magic, and void is special. Void champions have no direct weaknesses against other affinities. You have only 2 champions. Let us pick your team. Well done. Notice that your leader has an aura skill. These provide special bonuses to all allied champions in a battle. The arrows above each enemy's head show how your champion's affinity matches up against theirs. An affinity advantage means a more effective attack, more damage, and a higher chance to crit.
Excellent. Campaign levels drop artifacts, and here's your first. Artifacts are powerful items that boost your champion's stats. Along with special items, your champions will earn XP after every battle. Earn enough and they'll level up, growing in strength and power. Go to your champion collection and equip that artifact. This is where you can view all champions under your control. Each champion can equip up to 6 artifacts. Select the artifact and equip your champion. See that? Your artifact has already strengthened this champion. Better yet, artifacts can be equipped in sets to provide special bonuses and effects. I believe you are ready. Return to Karok Castle, seat of King Tabor of Karok. Fight through his banner lords and find him. I must know if he has succumbed to the shadow. Congratulations, you leveled up. Every time you level up, you'll get full energy, gems, and sometimes you'll even unlock new features. Ja, hallo, jetzt sind wir also beim Level 2 angelangt. Und das erste Level haben wir, das erste Kapitel damit auch abgeschlossen. Wie fandet ihr das? Also für mich war das jetzt neu. Für mich ist das von der Grafik her sehr ansprechend gewesen. Tolle Blitze, tolle Effekte, schöne Grafik. Ja, die Erzählung der Geschichte ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da mit diesen Untertiteln und weiter und dann diese Hinweisschilder und so. Aber ohne diese Hilfen wäre ich hier überhaupt nicht weitergekommen. Von daher war das schon wichtig, dass ich die überhaupt hatte. Ja. Ich bin ja in Sachen Spiele jetzt nicht sehr erfahren,
vor allen Dingen auch mit solchen Spielen nicht und da war das für mich jetzt Neuland auf Android. Ja, aber funktioniert gut. Android auf PC und man kann damit auch Spiele spielen und jetzt versuche ich das, glaube ich, auszuschalten. Ja, jetzt machen wir Schluss und mache ich das bei Windows. Okay Leute, ich mache hier auch mal Schluss und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.